Heute bei Juliana Matejevs veredeln wir unsere Muttertagskarte mit 6 gestickten Blüten und machen so den Blumenstrauß komplett. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matejevs. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Ja, Muttertag steht vor der Tür und um unseren Müttern mal wieder so richtig Danke zu sagen, haben wir diese Karte illustriert, die wir jetzt mit 6 Blüten veredeln werden. Und ich finde, das hebt die Karte nochmal auf ein komplett neues Level, denn man hat sich nicht nur Mühe gegeben und Zeit in den Inhalt der Karte gesteckt, sondern auch in die Karte selbst. Und ich glaube, das wird jede Mutter total freuen. Es ist super einfach, diese Karte zu besticken, denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, damit unser Blumenstrauß dann vollständig ist. Macht am besten direkt mit, pausiert, wo ihr es persönlich braucht, wiederholt so oft es braucht, dann könnt ihr nichts vergessen und es kann auch nicht schief gehen. Diese bestickte Muttertagskarte ist quasi das Juliana Matejevs DIY-Modeboxen-Konzept in einem Umschlag, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, in der perfekten Menge da und in super guter Qualität. Okay, habt ihr dann den Umschlag da, den wir euch zugeschickt haben mit allen Materialien? Dann kann es nämlich direkt losgehen und wir können mal schauen, was wir da bekommen haben. Ach ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch unbedingt dieses Video und abonniert auch unseren Kanal. Dann könnt ihr nämlich keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Wir haben einmal die Karte und Essentials mit Stickgarn und einer Sticknadel. Zusätzlich braucht ihr nur noch eine Bastel- oder eine Stoffschere, um die Fäden von dem Garn abzuschneiden. Wenn wir uns unsere Karte jetzt mal nehmen, sehen wir, hier sind 6 Kelche frei von Blüten und genau hier möchten wir unsere Blütenblätter sticken. Ich zeige euch jetzt mal genau, wie das geht. Wir nehmen uns jetzt einmal unsere Essentials und da haben wir schon die Sticknadel direkt auf unserem Stickgarn, wickeln hier etwas ab und schneiden uns ungefähr 1 Meter Garn ab. Den Rest legen wir uns einmal zur Seite, den brauchen wir dann gleich wieder. Und als erstes wollen wir jetzt einmal einen Knoten in das Fadenende machen. Dafür halte ich zwischen Zeigefinger und Daumen das Fadenende fest und wickel den Faden von hinten nach vorne um meinen Zeigefinger herum. Wickel den Faden dann zwischen meinen beiden Fingern ab, halte das Fadenende die ganze Zeit aber noch fest und so entsteht automatisch ein Knoten. Das Fadenende schneiden wir kurz hinter dem Knoten dann ab. Es ist aber auch egal, wie ihr den Knoten da reinmacht, Hauptsache es befindet sich ein Knoten am Fadenende. Als erstes machen wir ein Loch in die Karte und zwar genau da, wo die Mitte unserer Blüte sitzen soll, also hier direkt an dem ersten Kelch. Ich mache die Blüte unten links als erstes und steche einmal mit der Nadel von oben nach unten in den Kelch ein. So, da haben wir jetzt unser Loch. Als nächstes werden wir von unten nach oben, also von innen nach außen, durch die Karte unsere Nadel stechen und zwar bis der Knoten uns irgendwann stoppt. So. So, hier möchte ich jetzt unsere Blüte platzieren. Als nächstes muss ich dafür ungefähr 1 cm, das kann auch ein guter Zentimeter sein, entfernt von unserem bisherigen Einstichsloch einfach noch einmal durchstechen, aber ohne die ganze Stick. Die werden wir nämlich jetzt genau da, wo wir gerade rausgekommen sind, noch einmal nach unten stechen, sodass sich oben eine Schlaufe bildet. Und diese Schlaufe wird unser erstes Blütenblatt. Man mag es noch nicht erkennen können, aber es wird gleich Form annehmen. Ich halte mit meiner linken Hand jetzt einfach ein bisschen diese Schlaufe fest, damit die mir nicht entwischt nach unten und werde sie jetzt ungefähr in der Größe, so dass sie bis zum Stich, den ich gerade gemacht habe, reicht, einmal festhalten. Das Ganze sieht jetzt so aus und von unten steche ich dann in das Loch, was ich gerade gefertigt habe und möchte dann mit der Nadel in mein Blütenblatt stechen. Den Stich, den ich gerade mache, nutze ich nämlich dafür, um das Blütenblatt außen zu fixieren. Steche dann einmal nach oben durch, ziehe etwas fest, sodass das Blütenblatt dann genau die richtige Größe hat. Mach das ruhig vorsichtig. Das sieht dann so aus. Ich gehe jetzt einmal über das Garn vom Blütenblatt und steche dann wieder in das Loch ein, aus dem ich gerade gekommen bin. Ich mache hier also nur so einen ganz kleinen Steg. Passt dabei auf, wenn ihr in Löcher stecht, in denen ihr vorher schon wart, dass ihr nicht nochmal durch das Garn stecht, sondern schön an dem Garn vorbei. Ansonsten könnte sich das verknoten.
Ich halte mir dann die Schlaufe auch gut fest, damit die nicht zu fest gezogen wird und forme mir dann mein Blütenblatt ein bisschen aus. So sieht mein erstes jetzt aus. Das Ganze machen wir pro Blüte so ungefähr 5 Mal, sodass jede Blüte 5 Blätter bekommt. Das ist hier die Position von meiner zweiten Blüte. Ich steche dafür wieder an den Punkt ein, der am weitesten entfernt ist, mache da ein Loch und steche dann von unten nach oben wieder nach außen auf meine Karte, und zwar genau durch das Loch, das wir am Anfang gemacht haben im Kelch. Ich komme dann oben wieder heraus, halte meine zuvor gemachte Schlaufe nochmal gut fest und lege mir jetzt meine neue Schlaufe und steche dafür wieder genau in die Mitte ein, wieder so, dass ich das andere gar nicht treffe. So wieder fest, halte sie hier mit meinem Zeigefinger fest und steche jetzt wieder von unten nach oben durch mein Loch, was ich gerade gefertigt habe, und steche auch genau wieder in die Schlaufe ein, sodass ich diese wieder mit dem Steg befestigen kann. Ich habe mir das also wieder festgezogen und gehe durch das gleiche Loch wieder nach unten durch. So ist jetzt mein zweites Blütenblatt entstanden. Ich markiere mir dann wieder die Position von meinem dritten Blütenblatt, steche da wieder ein und steche dann von unten nach oben wieder durch die Mitte. Jetzt kommt schon Blüte Nummer 3. Um eine Blüte zu bilden, steche ich jetzt wieder in die Mitte, aber diesmal von oben nach unten. Bilde meine Blüte Nummer 3. Steche dann von unten nach oben wieder durch mein neues Loch. Und zwar durch die Schlaufe, die ich gerade erstellt habe. Und mache wieder meinen kleinen Steg zur Befestigung. Ich forme mir hier mit der Nadelspitze wieder mein Blütenblatt etwas aus und kann jetzt schon mit dem vierten weitermachen. Wie immer geht es dafür in der Mitte hoch. Ich mache mir ein Loch für das Blütenblatt, wo die äußerste Spitze sitzen soll, forme mein Blütenblatt, mache den Steg und habe es so fertig gebildet. Das Ganze mache ich dann bei meiner ersten Blüte noch ein 5. Mal. Übrigens, für jede Menge DIY-Inspiration folgt uns doch auf unserem Instagram-Kanal via juliana-matthäus_official. Und habe jetzt meine erste Blüte fertiggestellt. Ich muss den Faden jetzt nur noch vernähen, das zeige ich euch jetzt. Dreht dafür einmal die Karte um und stecht in der Mitte einmal durch den Faden, aber jetzt nicht bis auf die andere Seite, sondern durch nur das Genähte einmal durch. Macht das Ganze noch einmal genau auf der Stelle. Und geht jetzt mit der Nadel durch die Schlaufe, die da entstanden ist. Genauso wie wir es auch die ganze Zeit, wenn wir etwas mit der Hand nähen, beim Nähen machen, vernähen wir auch so unser Stickgarn. Ich gehe nochmal durch die Mitte, nochmal durch die Schlaufe, ziehe das Ganze nochmal fest und habe meinen Faden jetzt fertig vernäht. So kann das Ganze jetzt nicht mehr aufgehen. Ich muss jetzt nur noch das Fadenende abschneiden, das kann ich einfach kurz hinter meinem Knoten machen. So. Und kann jetzt als nächstes einen neuen Knoten in mein Fadenende machen, um die nächste Blüte zu machen. So sieht die erste jetzt aus und genau so folgen die 5 weiteren. Genau die Schritte, die wir jetzt von Anfang an gemacht haben, wiederholen wir jetzt nochmal. Das heißt, ich mache mir meinen Knoten und nähe jetzt die komplette Blüte genauso wie wir sie eben gemacht haben nochmal. Wer dazu jetzt noch Fragen hat oder sich noch ein bisschen unsicher ist, kann einfach nochmal an den Anfang spulen und sich anschauen, wie ich das bei der ersten Blüte gemacht habe. Ich werde das Ganze jetzt mal etwas beschleunigen, denn was jetzt kommt, ist nichts Neues mehr. Ihr macht das Ganze einfach die ganze Zeit nochmal, bis ihr alle 6 Kelche mit Blütenblättern bestückt habt.
Wenn sich bei euch mal etwas verknoten sollte, dann ist das kein Grund zur Panik. Ihr könnt einfach die Nadel ausfädeln, also den Faden einmal aus der Nadel ziehen und so viele Schritte zurückgehen, wie ihr es braucht, bevor der Knoten entstanden ist. Oder wenn gar nichts mehr zu retten ist, könnt ihr natürlich auch einfach die Blüte nochmal auflösen, also aufschneiden, die Fäden rausziehen und nochmal neu machen. Ihr habt dann ja die vorgefertigten Löcher, die ihr nutzen könnt. Es geht dadurch nichts kaputt, ihr macht es einfach nochmal. Und dadurch, dass jede Blüte ja auch nicht viel Arbeit ist, ist es gar kein Problem. Wenn euer Faden mal zu Ende sein sollte, beziehungsweise ihr nur noch so 10-15 cm über habt und ihr das Gefühl habt, okay, damit kann ich jetzt nicht weiternähen, das wird zu kurz, dann vernäht den Faden einfach, wie ich es am Ende der Blüte gezeigt habe. Also zieht die Nadel mit dem Faden einmal auf die Rückseite, stecht durch das zuvor gefertigte durch und geht mit der Nadel durch die Schlaufe, sodass der Faden dann in einem Knoten vernäht wird. Dann könnt ihr einfach ein neues Stück Faden nehmen, einfädeln und an der Stelle weitermachen, wo ihr gerade aufgehört habt. Wenn ihr Spaß daran habt, die Karte zu besticken, schaut auch gerne auf unserer Website auf www.julianamatheus.com vorbei und sucht euch schon gleich im Anschluss euer nächstes DIY oder sogar Nähprojekt aus. Zum Beispiel der Mila-Belt oder das Silky Scrunchie sind auf jeden Fall für euch alle geeignet, denn die werden beide komplett ohne Nähmaschine hergestellt. Das ist jetzt also das Ergebnis, wenn wir unsere letzte Blüte gestickt haben. Ich hoffe, das hat auch gut bei euch geklappt. Fertig! Unser Blumenstrauß ist jetzt vollständig und ich glaube, es gibt niemanden, der sich nicht über diese Karte freuen würde. Besonders schön finde ich auch, dass man auf der linken inneren Seite unserer Karte auch sieht, wie die Stickerei entstanden ist und wir das nicht verstecken. Denn ich finde, die Mühe und Zeit, die man sich für jede Art von Handwerk nimmt, die kann man ruhig sehen. Ja, ganz vielen Dank für eure Unterstützung und für das Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Projekt im DIY oder Nähen und darauf, eure heutigen Kartenresultate zu sehen unter dem Hashtag JulianaMatheus on me. Also bis bald, fühlt euch gedrückt und lieben Gruß an eure Mamas.